Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community. Hier ist mal wieder euer Chris und es geht weiter mit der Print NC V4. Ich habe hier heute ein bisschen Material für euch, was wir uns mal angucken wollen. Und zwar geht es um die Z-Achse. Das Material ist gekommen. Wir haben hier die kleinen 15er Wagen. Die sehen auch sehr, sehr, sehr schön aus. Ja, muss man einfach mal sagen. Kleine 15er Wagen. Die sehen aus wie die großen, nur eben kleiner. Und sie haben an der Seite nicht die Flügel. Ne? Das ist eben wichtig, weil das sind HGH 15CA. Ja, die haben keine Flügel. Also sehr, sehr schön, sind auch da. Die sind schon ein bisschen länger da, aber ich hatte jetzt noch keine Zeit, deswegen müssen wir jetzt noch mal ein bisschen warten. So, dann haben wir hier für die Z-Achse noch die Linearführung, die packe ich jetzt nicht aus. Das sind ja, 300 mm Länge, auch wunderschön gekommen. Ja, dann ist natürlich die Spindel gekommen, die habe ich mir noch gar nicht angeguckt, die gucken wir uns jetzt mal beide, sage ich mal schon, alle zusammen mal an. Ja, der Chinese packt das alles schön ein hier und macht das natürlich dann alles in den großen Karton. Und wir werden uns jetzt mal, ich muss es mal hier aufschneiden, wir gucken uns jetzt mal die Spindel an, wie die aussieht. Ach, das ist immer alles so schön verpackt, als wäre das 3 Monate übers Meer gefahren. Ach, ist es ja auch, okay, naja, dann, okay, schön, ach, hier, guckt euch das an. Das ist unglaublich, wie gut das verpackt ist. Sehr schön. Halt noch eine neue Pappröhre für irgendwas. Und das ist unsere kleine Z-Spindel hier. Die sieht schon ein bisschen süß aus. Wunderbar verpackt. Oh, ist die geil. Die sieht schön aus. So, die gucken wir uns aber noch mal richtig an. Wir packen die mal aus. Können wir ja ruhig machen. Wird ja sowieso bald an der frischen Luft sein, sage ich mal. Ne? Dann können wir die auch mal auspacken und uns mal angucken. Wie gesagt, wenn meine Hände jetzt ein bisschen überbelichtet sind, nicht schlimm. Ne? Das liegt hier an meiner Beleuchtung. Aber hier ist er, unsere Z-Spindel. Ja, also auch hier schön bearbeitet, ne? An den Enden. Hier, wir sehen das hier auch, wunderbar bearbeitet. 300 mm Länge. Mit einer schönen Spindelmutter drauf. Ja, die läuft hier noch ganz schön drauf. Hier ist natürlich noch kein Dings dran, kein Fettnippel. Da muss natürlich noch ein Fettnippel dran. Wenn ich mich irre, ist der sogar dabei. Also müsste zumindest dabei sein. Wenn nicht, dann bauen wir da einen dran. Also wenn man so eine Fräse baut, dann braucht man noch Fettnippel. Aber hier ist nicht weiter drin. War also kein Fettnippel dabei. Naja, der Chinese kann ja auch mal was vergessen. Ja, dann müssen wir halt da noch einen Fettnippel dran bauen. Weil logischerweise muss natürlich das Ganze auch gefettet werden. So, kriege ich jetzt natürlich nicht mehr darin, weil ich bin ja kein Chinese. Und die können das halt immer wunderbar geil verpacken, dass das hier wirklich safe bei euch ankommt. Und da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das kommt wirklich safe an. Ja, also das ist schon ein bisschen geil. So, haben wir also auch, Spindel ist da. Das ist sehr schön. So, was haben wir noch? Wir haben natürlich die entsprechenden Kuppler, ja, die wir brauchen. Das sind die 3 für XYZ. Ja, da sind sie. Und wir haben natürlich hier den, also X und Y und X. Und hier den kleinen Süßen. Ne? Hier seht das. Der kleine Süße, der ist halt für Z. Ja, die sind auch da. Sehr schön. Kann ich hier alles auf meinen großen Haufen packen, wo die ganzen Bauteile liegen. So, was ist noch gekommen? BK und Dingsbums-Block ist noch gekommen. BK und BM. Also das ist einmal der große Block. Also das packe ich jetzt nicht aus. Ne? Das sind die Endblöcke für die, sagt man schon, für die Spindeln. Ja, das ist ja einmal die Fest- und Losseite. Sind hier auch in entsprechender Anzahl gekommen. Auch für Z sind sie gekommen. Also haben wir im Prinzip alles, was wir brauchen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann haben wir noch einmal den Block für Z. Ist also auch gekommen. Also können wir das auch auf den großen Haufen packen. Ist da. Ja. So, was ich jetzt natürlich in diesem Set vermisse, und das habe ich leider nicht mitbestellt, das ist dieser Aluminiumblock, den ich für die Z-Achse brauche. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen will. Wahrscheinlich werde ich mal einen nachbestellen. Ja, das müssen wir dann einfach machen. So, was jetzt natürlich ein Highlight ist in dieser Folge, das ist das, was ich vom Jens habe aus dem Forum. Also aus dem Forum muss man sagen, aus dem Discord. Achtung, Sonnenbrillen aufsetzen. Ein kleiner Fräser hat er mir noch dazu gegeben. Also was jetzt hier drin ist, ist wirklich Wahnsinn. Das ist hier dieses wunderbare Aluminiumteil. Das ist unser Spacer und den hat der Jens tatsächlich hergestellt aus dem Discord. Und das ist unsere Spindelplatte und ihr seht schon, die ist richtig heiß. Ja, ihr seht es hier, ne?
Also wirklich, die Qualität ist unfassbar gut. Hier sind jetzt natürlich Fingerdrücke drauf, weil ich habe das angefasst, aber da kann man ja nichts sagen. Ne? Das ist schon Porno. Und jetzt gucken wir uns mal die Z-Platte noch an. Die Spindel-Z, also die Z-Plate, so nennen wir sie ja. Also guckt euch das bitte mal an. Das ist Porno. Ja, und sowas könnt ihr natürlich auch auf der Print-NC herstellen. Das geht, das ist machbar. Er hat natürlich eine andere Fräse, die ein bisschen besser ist, würde ich mal sagen. Und er macht das auch beruflich. Aber ihr seht schon, ne, das ist schon verdammt geil. Ja, und da werden wir dann unsere ganzen Geschichten drauf bauen. Hier kommen unsere Rails drauf. Und dann bauen wir die Z-Achse schön zusammen. Ja, hier so wird das ja nachher hier hin und her fahren. Und das Ding sitzt ja nachher hier hinter irgendwo. Also wirklich qualitativ absolut Wahnsinn. Ja, muss man sagen. Preise müsst ihr mit mir jetzt selber ausmachen. Da werde ich jetzt nichts sagen, was das kostet. Aber rechnet mal so, ich sag mal 130 bis 150 Euro. Müsst ihr schon rechnen. Wie gesagt, ich will euch da jetzt nicht festlegen auf irgendeinen Preis. Das müsst ihr mit dem Jens ausmachen. Der Jens macht das halt auch offiziell. Ne? Also das ist hier nicht irgendwie ein Freundschaftsdienst oder so, sondern richtig mit Firma. Aber halt auch auf einer Selbstbaufräse sozusagen. Kann man so sagen. Obwohl das nicht stimmt, glaube ich. Ist ja egal. Jedenfalls Ende vom Lied ist das auch da. Das heißt, wir können die Z-Achse bauen. Die Spindeln, die großen Spindeln sind auch da. Kann ich euch mal zeigen. Ich zeige euch nur mal das Bild. Ja, hier ist eine der großen Spindeln hier. Die sind auch gekommen. Ja, aber leider habe ich den blöden Block nicht mitbestellt. Und das ist ärgerlich. Die Linearführung und sowas haben wir ja auch alles schon. Das heißt, die Mechanik ist so gesehen fertig. Also ist da. Das heißt, wir können den loslegen. Ja, was wir aber auf jeden Fall noch machen müssen, ist, ich muss erstmal einen Tisch bauen. Weil die Fräse wird natürlich so schwer, dass ich, wenn sie dann gebaut ist, dann kann ich die nicht mehr bewegen. Ja, deswegen, oder will sie nicht mehr bewegen. Deswegen werden wir da auf jeden Fall erstmal einen Tisch bauen. Aber dann habt ihr schon mal gesehen, was wir noch so alles haben. Hier haben wir ja noch einen Teil rumliegen hier. Da kommt nachher dann die Platine rein vom Logan. Habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Ja, 3D-Druckteile. Naja, also ihr seht schon, da ist schon noch einiges an Arbeit, die wir da vor uns haben. Und es geht dann auch bald weiter. Ne? Wie gesagt, ich wollte euch nur mal zeigen, dass die Teile dann jetzt da sind und wie sowas aussieht. Ja, und dann gucken wir mal, wenn es soweit ist. Also, das war's für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis denn. Tschüss, euer Chris.